Servus, ich bin's, der Philipp vom Pomadeshop und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Review. Und wie ihr seht, wir haben heute Brosh da. Ein paar Pomaden kennt ihr ja vielleicht schon aus den älteren Videos. Und ganz neu mit dabei ist die Brosh Son of the Cheese. Wieso Son of the Cheese? Hat nichts mit Käse zu tun, auch der Duft hat nichts mit Käse zu tun, sondern Son of the Cheese ist eine Modemarke aus Japan, eine relativ bekannte Modemarke dort. Und die haben auch ein eigenes Parfüm. Und dieses Parfüm oder der Duft des Parfüms soll eben in dieser Pomade sein, in dieser wasserbasierten Pomade. Und ja, sieht nicht ganz so aus wie die anderen Brosh mit ihren Eulen drauf und ihrem etwas abgenutzten Design sozusagen, sondern das ist eher eine etwas cleanere Dose mit diesem barocken Stil sozusagen mit dieser Person vorne drauf. Innen drin ist die Pomade so leicht gelblich, durchsichtig, geht ins Grünliche und es ist unten noch ein Satz drin. Was der sagt, das könnt ihr dann selber rausfinden, wenn ihr die Pomade benutzt und aufgebraucht habt. Ansonsten hat es einen sehr, sehr frischen Duft, geht in die Richtung, also es ist ein sehr zitrischer Duft und schwarzer Tee. Also es ist ein Teeduft. Ob es jetzt schwarzer oder grüner Tee ist schwer zu sagen. Es ist auf jeden Fall frischer Tee und eben eine zitrische Note. Also auf jeden Fall auch was gut für den Sommer geeignet ist. Ja, also es ist ein sehr herber, nicht zu süßer Duft. Wirklich wunderbar. Und wie gesagt, kein Käseduft, kein Käsekuchenduft oder sowas. Es ist eben grüner Tee und Zitrone. Meine Haare sind frisch gewaschen, es ist nichts drin, leicht feucht noch, wie es bei wasserbasierten eigentlich ideal ist, damit man es gut hochkämmen kann. Und dann probieren wir es einfach mal aus. Vom Halt her soll es wie die Original Hold sein, ist also eigentlich nur eine Alternative mit einem anderen Duft. Und man sieht es vielleicht, jetzt so langsam sieht man vielleicht sogar den Text da innen drin, so ein bisschen durchscheinen. Es ist einfach ganz klassisch eine mittelfeste wasserbasierte Pomade. Also da ist jetzt nichts in Anführungsstrichen Spannendes oder Neues sozusagen, aber es ist eben eine mittelfeste, wasserbasierte Pomade mit einem außergewöhnlichen Duft an dieser Stelle. Genau. Wie gesagt, löst sich auch super oder lässt sich super verteilen in den Händen und klebt auch eigentlich ganz gut. Und dann bringen wir das mal in die Haare ein. Ja, es lässt sich super verteilen und man riecht es doch schon relativ stark. Also ich selber rieche es hier sofort, vor allem diese zitrische Note und dieses leicht grünlich herbe, blöd gesagt, vom Tee, vom grünen Tee oder vom schwarzen Tee, je nachdem. Auf jeden Fall diese etwas herbe Teenote und auf jeden Fall dieses zitrisch-frische. Und es gibt einfach eine wirklich schöne Kombi, ohne dass es das Zitrische erschlägt. Und es ist eben einfach ein bisschen frischerer Duft, was ganz schön ist. Nur, dass ihr es nochmal seht, die Brosh. Und dann nehme ich meinen Don Draper Kamm, der wunderbar funktioniert für meine Slick Bags, weil er relativ fein ist. Und dann zeige ich euch erstmal, was man damit so als Slickback machen kann. Und weil meine Haare noch relativ feucht sind, funktioniert das wirklich easy. Also da zieht auch nichts. Das lässt sich wunderbar verteilen, wunderbar stylen jetzt am Anfang noch. Wie bei allen wasserbasierten zieht auch die natürlich mit der Zeit an. Lässt sich aber mit ein bisschen Wasser im Kamm oder in den Händen neu stylen, reaktivieren, nochmal weich werden lassen und dann ist das alles kein Thema. Da ist wieder der Perfektionismus am Start, aber wir lassen es jetzt erstmal. Man sieht es eigentlich schon ganz gut. Also es geht sofort. Es tut, was es tun soll und das relativ schnell, relativ gut. Und es hat noch relativ viel Glanz jetzt am Anfang. Es wird natürlich ein bisschen matter, ein bisschen weniger Glanz wird es haben über den Tag. Aber es ist immer noch ein mittelfester Halt und ein mittlerer Glanz. Also das ist ganz normal, Standard, wasserbasierte, mittelfeste Pomade, die nicht komplett aushärtet, aber eben noch ein bisschen Glanz bringt. Und dann versuche ich jetzt mal ein bisschen was anderes.
und versuche eine leichte Tolle. Dafür sind sie tatsächlich gerade ein bisschen zu nass. Dafür müsste ich ein bisschen länger warten, dass sie leicht anzieht. Ist aber bei der eigentlich auch machbar, wenn ihr nicht allzu störrische Haare habt, sondern so wie ich eher ein bisschen feinere Haare, dann geht das wunderbar. Für alle, die etwas festeren Halt brauchen, kann ich nur die Far East von Brosh empfehlen. Da habt ihr wirklich richtig Dampf hinter. Also da habt ihr wirklich festen Halt, den ihr auch dann für etwas störrische Haare oder wenn ihr höhere Styles haben wollt, wunderbar gebrauchen könnt. Die wird wirklich bombenfest und hält alles aus. Aber für so eine leichte Tolle reicht mir das tatsächlich schon. Oder für so eine leichte Quiff sozusagen. Und ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal so, sonst sitze ich hier noch eine Ewigkeit. Aber man sieht es auf jeden Fall, jetzt zieht es auch langsam an, aber ihr habt wirklich schön viel Zeit bei der. Die wird nicht sofort fest, sondern ihr habt wirklich gut Zeit, die Haare zu stylen und den Perfektionismus rauszulassen. Und man sieht es immer noch, es glänzt wirklich gut. Also jetzt natürlich mit dem Licht hier bei uns im Showroom sieht man es natürlich ein bisschen stärker. Aber der Glanz ist auf jeden Fall da. Man kann in die Höhe gehen und in den nächsten, ja, so 15, 20 Minuten wird es dann langsam härter und in einer Stunde ist es dann wirklich fest, dass es auch den ganzen Tag hält. Der Duft umgibt einen jetzt eigentlich ganz angenehm. Dieses zitrisch-würzige, das ist wirklich schön. Also für alle, die Brosh Original Hold mögen oder noch nicht ausprobiert haben, da könnt ihr auch zu der greifen, wenn ihr eben einen etwas zitrischeren Duft anstatt eines etwas süßlich-herben Duft mögt. Ansonsten ist es eine wunderbare Alternative zur Brosh Original Hold oder auch zu anderen wasserbasierten, die im ähnlichen Bereich, im Medium-Bereich sind. Kann ich nur empfehlen, ist auf jeden Fall was für den Sommer. Dieser Duft ist wirklich herrlich frisch. Und genau, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne in die Kommentare, liked das Video gerne, teilt es und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Servus!